Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Baumscheibenkunstwerkstatt. Wir bleiben nochmal beim Thema Weihnachten und Advent. Ich habe mir hier eine Krippenszene aufgemalt, recht stark vereinfacht, und möchte die aus zwei aufeinander geklebten Baumscheiben aussägen, sodass ich die Stücke unter den beiden Scheiben austauschen kann. Der Kontrast zwischen den beiden Hölzern wird sich beim Ölen hoffentlich noch deutlich verstärken. Wir haben hier einmal Zeder und einmal gestockte Linde. Momentan sind beide noch relativ hell, aber wie gesagt, nach dem Ölen sollte sich da ein deutlicher Farbunterschied ergeben, sodass das hinterher dann auch schön aussieht, wenn wir das Ganze untereinander vertauschen. Das Ganze werde ich an der Pegas Feinbandsäge aussägen. Die hat einfach mehr Schnittleistung als eine Dekupiersäge und von der Breite her passt es auch gerade noch so durch. Ich habe mich hier für ein Sägeband der Stärke 9 entschieden. Das ist das zweitfeinste, was es für diese Säge gibt. Einfach weil ich innerhalb vom Stall nicht möchte, dass sich die verschiedenen Schnittbreiten zu sehr addieren und das Ganze dann hinterher beim Zusammenbauen zu klapperig wird. Die dicken Werkstücke sind ja sowohl einfacher als auch schwieriger zu sägen. Einfacher, weil nicht jede kleine falsche Bewegung sofort einen Schlitz im Werkstück hinterlässt. Schwieriger, weil man durch die große Masse viel weniger Rückmeldung vom Sägevorgang als solchen hat. Man spürt kaum noch was. Ein ganz entscheidender Punkt bei der Bandsäge ist natürlich, dass man keine Innenausschnitte machen kann. Deshalb muss der Stern hier auch an die Krippe angeschlossen werden oder an den Stall vielmehr, dass ich reinkomme. Die Säge hinterlässt eigentlich einen sehr sauberen Schnitt. Ich muss nur ein paar ganz kleine Fusseln an den Schnittkanten abtragen. Und dafür benutze ich wieder die Schleifblüten. Die sind wunderbar weich, machen mir an meinen filigranen Figürchen nichts kaputt. Jetzt richtig viel Drehzahl, dass da ein bisschen was geht. Und dann können wir hier einmal kurz durchschleifen. Das Schöne an den weichen Schleifblüten, da passiert auch nichts, wenn man mal versehentlich drankommt. Die sind also wirklich ganz harmlos. Aber sie schaffen es hier ein bisschen die Kanten abzuschleifen und genau darum geht's. Nein, das Pflaster stammt von einer anderen Aktion, nicht weil ich hier reingegriffen habe. Das Öl ist getrocknet. Jetzt kommt nur noch der Zusammenbau.
Das ist ja einfach nur zusammenstecken und dabei wechsle ich jetzt zwischen den beiden Holzarten ab. Der Kontrast ist leider nicht ganz so groß, wie ich es mir erhofft hatte. Ich hatte ein Stück getrocknete Buche, gestockte Buche kürzlich. Die war wesentlich kontrastreicher und sehr viel dunkler am Ende, als es hier die gestockte Linde wurde nach dem Ölen. Aber gut, jetzt habe ich eben subtile Kontraste, das kann ja auch schön sein. Es war einfach nicht das, was ich angestrebt hatte. Und das ist jetzt wirklich keine allzu große Kunst mehr. Jetzt hier einfach die Figuren einsetzen. Das funktioniert hier wunderbar. Trotz der sehr schmalen Schnittkurve bekommt man hier also alles gut eingefädelt. Funktioniert natürlich auch nur, wenn die Säge präzise eingestellt war. Speziell das Blatt in der Senkrechten gut ausgerichtet, beziehungsweise der Tisch richtig ausgerichtet. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Auch bei höheren Schnitthöhen, das ist jetzt längst noch nicht das Maximum dessen, was theoretisch gegangen wäre. Ich möchte auch mal 3 oder 4 verschiedene Holzarten übereinander gestapelt ausprobieren. Da ist also noch genügend Luft nach oben. Die Säge hat ja 15 cm Schnitthöhe insgesamt. Da geht also schon noch ein bisschen was. So, das wäre dann also die erste Kombination. Gibt gleich noch ein paar richtige Bilder dazu. Und jetzt die Zeder als Hintergrund und die Linde für die Motive. Die gestockte Linde. Normalerweise ist Linde ja nahezu farblos weiß. Das hätte hier im Nachhinein betrachtet sogar den stärkeren Kontrast ergeben. Aber gut, lebe und lerne. Ja, richtig rum sollten wir es natürlich auch noch machen. So, das war eigentlich schon alles.